Ja, hi, ich bin der Andi und ich wollte hier mal von meiner Sichtung berichten, die ich in Kassel hatte, und zwar am 26.04.2024. Es war 9:53 Uhr und es war ein schöner sonniger Tag. Und ich blickte durch diese Häuserreihe nach Westen und erblickte ganz hinten ziemlich weit, also irgendwo hier vielleicht, aus so einer Schleierwolke heraus so ein gewisses Etwas herauskommen. Und das bewegte sich anscheinend so leicht auf mich zu. Und ich beobachtete es, weil es so ein bisschen merkwürdig aussah und sah ja auf den ersten Blick aus wie so ein Flugzeug, was irgendwie aus den Wolken kommt. Es hatte auf jeden Fall irgendwie eine scheinbar längliche Form und man konnte hinten links so ein bisschen erkennen. Dadurch konnte man auch merken, dass es irgendwie eine Tiefe hatte. Und als ich es dann weiter beobachtet hatte, im nächsten Moment hat irgendwie hinten rechts was rausgeguckt, also als wenn es sich bewegt hätte. Und komischerweise zwischen den hinten rechts und vorne flatterte irgendwas raus. Und da habe ich gedacht, oh, das muss ich ja mit meinem Handy mal aufnehmen. Also habe ich mein Handy rausgenommen, Aufnahme gedrückt und das Ding gefilmt. Und dann immer geguckt, wo ist es und so weiter. Und dann gucke ich wieder auf mein Handy und merke, Gott sei Dank, oh Mann, ich nehme überhaupt nichts auf. Und natürlich sofort wieder auf Aufnahme gedrückt, zack, Bild gemacht. Ich wollte aber ein Video. Bild habe ich hier ungefähr bei 2 gemacht. Bei 3 habe ich dann endlich das Video gestartet. Ich beobachte also das Teil, wie es hier lang fliegt, und es hatte eigentlich immer noch die gleiche Farbe. Hat sich nicht geändert. Aber es war irgendwie nicht mehr länglich. Es sah irgendwie aus wie eine Kugel, wie ein Ballon. Keine Ahnung. Sah auf jeden Fall merkwürdig aus und es ging auch ganz gleichmäßig, ganz locker ist es da lang geglitten. Und ich beobachtete es als weiter und versuchte es mit meinem Handy ranzuzoomen, zu gucken, wo ist es da, und da war es nicht zu sehen. Es war auch tatsächlich manchmal aus, es war nicht zu sehen. Entweder das Licht war aus, auf jeden Fall war nichts zu erkennen, gar nichts, sieht man auf dem Video auch, es ist einfach weg. Dann taucht es wieder auf, ist in dieser Tic-Tac-Optik und im nächsten Moment fängt es an, auf einmal, das war irgendwo hier, fängt es an zu blinken. Blinken heißt, es hat wirklich eine starke Reflexion abgesendet, so als wenn man einen Spiegel in das Sonnenlicht halten würde, was auch theoretisch durchaus möglich wäre, weil die Sonne mir direkt im Rücken steht. Das Objekt hier ist, hätte auch auf jeden Fall eine Spiegelung sein können. Und dann, im nächsten Moment, ist es wieder verschwunden. Nicht zu sehen. Und es fliegt weiter, bis ich es dann hier irgendwo aus dem Auge verloren habe. Da muss ich dann rumgehen und es hier weiter filmen, auf dieser Seite. Und da konnte ich es noch ein bisschen sehen, bis es dann hinterm Haus verschwunden ist. Und es hat eigentlich die ganze Zeit so weitergemacht. In dem Moment hat es immer mal geblinkt, war nicht zu sehen, hat geblinkt und so weiter. Und ja, das war auf jeden Fall die Geschichte, die ich von hier hatte. Und ich habe hier schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar, das ist sozusagen das erste Bild von dem Video, erste Frame, den ich gemacht habe. Und das Objekt ist auch drauf, und zwar hier unten. Ganz klein. Ja, man kann es kaum erkennen. Hier wirkt es zwar auch immer noch so ein bisschen tick-tackig. Das war auf jeden Fall der erste Frame von dem Video. Und hier habe ich das mal so ein bisschen rekonstruiert, wie das ungefähr aussah, als es aus den Wolken kam, wie so ein Tic-Tac, so leicht nach vorne gebeugt. Das war ungefähr, als es gedreht hat. Wie gesagt, da kam irgendwie was raus, aber man muss wirklich sagen, es war wirklich super, super klein. Ganz weit im Hintergrund, und man sieht es ja hier in der Rekonstruktion. Das heißt, dieses Ding hier ist es noch nicht mal, muss ich sagen, sondern das habe ich noch reingemacht, weil das ist dasselbe Tic-Tac, was ich eben gerade gezeigt habe. Nur so, damit man es sich mal vorstellen kann. Also, hier hinten ist es aufgetaucht. Bei 2 habe ich ein Foto gemacht und bei 3 habe ich ein Video begonnen. Und das ist jetzt das erste Foto. Das ist das Originalfoto. Und man muss jetzt auch immer wieder richtig reinzoomen, damit man es überhaupt sieht. Das ist hier. Hier ist es.
Na, sieht ja immer noch so ein bisschen länglich aus. Wenn man jetzt die Kontraste ein bisschen erhöht, dann sieht es so aus. Auch nicht, natürlich nur ein paar Pixel in dem Gesamtbild. Aber wenn man mal so drüber schaut, dann habe ich hier entdeckt, hier ist ja noch was. Sieht ja fast so ähnlich aus, aber ist natürlich auch super klein. Muss man schon sehen wollen. Hier habe ich das mal verglichen. Das ist also das untere vom ersten Foto, vom ersten Originalfoto. Und das ist das obere. Komischerweise hat es so ein bisschen ähnliche Proportionen. Das war also das Foto auf 2 und jetzt sind wir bei 3, das Video. Das ist das hier. Das fängt wieder an mit dem Objekt, was hier irgendwo ist. Hier. Das Video ist ja ein bisschen später, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr so tick-tackig, sondern eher rund. Ich drücke mal Play. So. Man sieht natürlich jetzt extrem wenig. Es ist natürlich jetzt eigentlich in 4K aufgenommen, hochkant und jetzt auf Full HD quer runter skaliert. Und naja, da sieht man natürlich jetzt ein bisschen wenig, aber ich habe gleich nochmal ein bisschen bessere Sachen, wo man es nochmal ein bisschen besser erkennen kann. Ich wollte es nur mal hier zeigen. Also ich habe hier die ganze Zeit versucht, irgendwo habe ich es ja gesehen, habe versucht natürlich da zu filmen. Ach, da ist es ja. Mit dem Auge war es auch deutlich sichtbarer als hier. Und auch auf jeden Fall wesentlich größer. Keine Angst, es ist wirklich vorhanden. Auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht. Ist natürlich super verwackelt. Kein Stabilisator. Und unendlicher Zoom. Also wenigstens kein Autozoom. Na, hier sieht man es mal. Da war gerade dran gezoomt. Es wirkt ja wirklich super klein. Ja, das war es auch jetzt hier. Jetzt ist es nämlich verschwunden. Und da bin ich natürlich gleich mal an meinen Computer und musste erstmal gucken, was habe ich denn da überhaupt aufgenommen, und habe jetzt schon mal so ein paar Details rausgesucht, die das Objekt enthalten, wo man es dann nochmal gut sehen kann. So. Ich habe jetzt die Videos mal so gemacht, dass das Objekt immer auf die Mitte zentriert ist. Quasi hier ist es jetzt. Ne? Wenn ich jetzt Play drücke, sieht man es hier, wie es sich bewegt. Zoom mal raus, das ist wirklich super klein. Zoom mal rein, es ist weg. Jetzt kommt schon das nächste Video. Ich muss hier nochmal. Und hier ist nochmal ein Video mit mehr Kontrast. Ne? Als nächstes habe ich ein Detail mal rausgenommen und auf 20% Speed runtergenommen und dann natürlich mega Kontrast, damit man das alles nochmal ein bisschen besser sieht. Und hier ist ein ganz interessanter Effekt zu sehen. Hier haben wir das Objekt und hier außenrum scheinbar ein anderes Objekt, was wie so eine Art Orbit-Effekt ergibt. Das könnte natürlich auf jeden Fall ein Kamera-Artefakt sein, aber witzigerweise, wenn man hier hinten guckt, hier läuft nochmal ein Objekt durch. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen zu weit. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen zurück hier, dass wir uns das nochmal angucken können, wie das Objekt da durch. Hier ist es. Ich spule jetzt mal zurück. Ja, man kann es ja hier sehen. Und hier läuft es durch. Auf jeden Fall ganz eigenartig. Das habe ich auf jeden Fall irgendwie gleich rausgefunden. Fand ich dann auf jeden Fall schon mal sehr, sehr eigenartig. So, und von der Größe her wollte ich sagen, das ist auf jeden Fall für mich wesentlich größer erschienen. Also hier, das ist jetzt das Video. Sieht man es hier, es ist wirklich super klein und man denkt, ja, ist total unauffällig und so weiter. Aber in Wirklichkeit oder in meiner sichtbaren Wirklichkeit war es auf jeden Fall größer.
Zwar, ich habe es mal hier, das ist ja auch nicht viel größer, aber schon deutlich größer, so ein bisschen wie ein Fußball ungefähr, der hier so lang schwebt. Ich würde sagen, wie ein Fußball, der auf vielleicht 200, ach nee, auf 50 Meter Entfernung oder 100 Meter Entfernung ungefähr, so die Größe, oder 50, keine Ahnung, so ungefähr. Auf jeden Fall schon mal wesentlich größer. Und auch von der Helligkeit, es sieht jetzt hier total unspektakulär aus, total unspektakulär, aber wenn es geblinkt hat, und das hat hier auf jeden Fall auch schon geblinkt, obwohl es jetzt hier noch nicht wie verrückt geblinkt hat, aber es ist überhaupt nicht drauf, ne? Also hier gibt es eigentlich nur irgendwie weiß und das war's, keine Ahnung. Aber in Wirklichkeit oder so wie es gewirkt hat, kamen hier, also es war richtig hell, ne? Also da kamen hier richtige Strahlen raus. So sah es aus, wie so ein Spiegel, den man in die Sonne hält und wo man direkt das Auge trifft. Und dann denkt man, oh, das ist aber richtig hell. Ich habe es hier nochmal also das ist jetzt natürlich nur mal so annähernd, ne? Also es war wahrscheinlich ein bisschen kleiner als so, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, aber das war überhaupt nicht auf dem Video drauf. Oder es ist nicht auf dem Video drauf. Ja, und gerade das mit dem Orbit-Effekt, und ich wollte wissen, woher kommt das jetzt mit dem Orbit-Effekt? Ist das jetzt hier, weil die Kamera so verwackelt ist sozusagen und dadurch der Orbit-Effekt entstanden ist? Deswegen habe ich hier nochmal so ein komplettes Tracking gemacht, wo man das alles nochmal ganz genau beobachten kann. Wir haben hier einmal das Originalbild komplett verwackelt, das Objekt ist überall im Bild, einmal hier und da und da und da und so weiter. Und dann hier zweimal eine Fixierung, wo das Objekt direkt auf der Mitte fixiert ist. Und wir sehen hier nochmal die XY-Verschiebung von dem Videoprogramm. Und das Videoprogramm hat also keinerlei Stabilisatoren an und so weiter, alles aus und alles hier mit Handtracking schön verfolgt. Ne? 2400 Bilder, das dauert. Ne? Okay, jetzt lasst es mal laufen, kann man hier beobachten, wie hier die Cursor durchlaufen, die Verschiebung von der Bildposition und hier das ganze Zeit das Objekt im Zentrum ist. Hier haben wir den Orbit-Effekt nochmal. Hier ist natürlich auch alles dasselbe. Hier ist er ungefähr. Ist das Tracking. Hier ist der Orbit-Effekt wieder. Nicht sichtbar. Und hier jetzt kommt es nochmal richtig stark am Leuchten. Das ist so der Moment, wo ich es gleich nicht mehr sehen konnte. So, dann habe ich natürlich gedacht, jetzt wollte ich mal wissen, wo ist das denn jetzt eigentlich lang geflogen? Und dafür habe ich gedacht, okay, wie stelle ich das jetzt am besten an? Und das erste, was ich gedacht habe, ich mache das mit meinem Handy und mit dem Kompass und so weiter und habe dann hier Fotos gemacht. Und da, wo ich die Fotos, also das ist immer die Richtung, wo ich es entdeckt habe. Irgendwo hier, das ist natürlich jetzt nicht drauf, sondern die Fotos sind später entstanden. Und dann habe ich den Kompass dazu ausgerichtet und alles notiert und aufgeschrieben und auch die Blickhöhe. Und beispielsweise dieses Foto, hier ist jetzt Westen, dieses Foto ist quasi genau 90 Grad hier auf diesem Kompass abgebildet. Also das Bild blickt quasi vom Westen nach Süden, also irgendwo hier. Dieses Bild blickt direkt nach Westen. Hier ist der Winkel, den die Kamera hatte oder haben muss, damit das Objekt ungefähr drauf ist. Und das ist natürlich alles ungefähr nur. Das habe ich jetzt hier für verschiedene Positionen, wo es war, gemacht und habe dann das hier mal auf die Karte eingetragen.
Also das ist hier diese Position, das ist das und das ist das. Dann hat man ja mal so eine Vorstellung, wo es lang geflogen ist. Ja, das war natürlich nur so ein bisschen, naja, nicht ganz zufriedenstellend. Und dann habe ich es nochmal mit einer SAT-App probiert. Dann habe ich es im Endeffekt genauso gemacht. Ich habe hier mal ein Foto gemacht und dann im Anschluss die SAT-App geöffnet. Und genau den Winkel, wo man das draufkriegen könnte. Und diese SAT-App macht ja eins. Damit kann ich ja Satelliten beispielsweise tracken, indem ich mein Handy da drauf richte. Und dann zeigt es halt hier auf diesem, wie sagt man, Modell an, wohin das Handy nun zeigt und in welchem Winkel. Also hier haben wir ja die Winkel, die Himmelsrichtung und hier ist halt die Höhe. Das ist halt am Horizont und das ist hier genau 90 Grad blickend nach oben. Und das heißt, es ist hier relativ flach geblickt. Ne? Dieses Bild ist relativ flach geblickt. Dieses steigt ein bisschen an, aber ist dann irgendwo hier, hier, hier und das von vorne. Wenn ich diese beiden Daten mal kombiniere, fangen wir mal an mit der Geschichte, das von den Foto-View sozusagen, wo ich den Kompass benutzt habe, dann komme ich halt hier auf diese Winkel, also auf irgendwo über diese Striche drüber ist das Objekt geflogen. Das ist also sozusagen von dieser Foto-View-Geschichte der weiße Strich und von der SAT-App habe ich alle Kreise, wo das Handy hingezeigt hat, mal nach hier übertragen. Die sind natürlich jetzt hier nicht ganz toll in einer Linie. Allerdings habe ich natürlich auch die SAT-App nur dahin gerichtet, erstmal wo die Himmelsrichtung ungefähr den Winkel. Also ich weiß auch noch nicht genau, ob hier ist wahrscheinlich irgendwo ein falscher. Irgendwas muss ja noch falsch sein. Deswegen habe ich das hier mal ein bisschen vermittelt. Aber grobe Richtung können wir ja sehen, dass es sich hier irgendwo in diesem grünen Dreieck auf jeden Fall bewegt hat. Das kommt ja natürlich auch zu dieser Foto-View-Richtung auch ganz gut hin. Hier, das ist die weiße, eine ganz geringe Abweichung. Ja, also haben wir also sozusagen hier zwei Winkel. Gefühlt würde ich sagen, war es eigentlich eher noch flacher. Hier vielleicht hier in der Mitte so. So, um das nochmal ein bisschen näher zu betrachten, habe ich hier nochmal hier so eine Rekonstruktion gemacht von mit so einem 3D-Programm. Also nicht allzu lang hier. Also das ist im Endeffekt die Vorderseite vom Haus. Ich stehe quasi auf der Rückseite und habe jetzt mal Punkte hingemalt im 3D-Raum, die sich im 3D-Raum irgendwo da befinden müssten, wo das Objekt war, wo ich laut Foto das gesehen habe. Das ist natürlich alles so ungefähr. Und natürlich kann ich nicht sagen, auf welcher Tiefe das war. Deswegen können sich halt mehrere Punkte auf so einer Linie befinden. Und wenn ich jetzt diese 3 Linien habe, dann kann ich natürlich eins sagen, das Objekt muss sich irgendwie über diese 3 Linien irgendwie bewegt haben. Natürlich ist das ganze Ding auch wieder so eine gewisse Ungenauigkeit. Das ist jetzt erstmal nur circa. Im Endeffekt kann es natürlich auch hier unten gestartet sein und hier oben irgendwo angekommen sein und sich immer noch über alle 3 Punkte bewegt haben. Ja. Hier sind die Punkte nochmal zu sehen. Hier, ne? Wie sie sich hier im Raum bewegen. So, natürlich Flugzeuge, ist klar, ne? Müssen wir natürlich einmal abchecken. Habe ich natürlich auch gemacht. Und hier ist jetzt die weiße Linie noch drin. Also diese weiße Linie war dann ungefähr grobe Richtung, Flugobjektrichtung, wobei wir ja gesagt haben, es fliegt ja eher wahrscheinlich eher hier so ein bisschen flacher. Und das heißt, der View, den ich hier überhaupt irgendwie habe, ist irgendwo hier überhaupt in diesem Bereich hier irgendwie so 90 Grad im Endeffekt. Den kann ich sowieso nur betrachten und im Endeffekt interessieren mich auch nur die Flugzeuge, die hier dann irgendwo sind. Und deswegen habe ich mir jedes Mal genau angeguckt und hier das grüne Flugzeug, das fliegt hier hinten bei 32 Kilometer und 2,5 Kilometer Höhe. Also super flach. Hier, ich habe meinen Winkel aufgetragen, sind 4 Grad, kann man überhaupt nicht sehen. Also ich sage mal so, das Haus oder ein View von der Kamera sozusagen, das war schon bei 53 Grad irgendwo hier. Mindestens 50, 45 Grad muss es überhaupt hoch sein, damit ich es überhaupt sehen kann. Dann haben wir hier hinten ein gelbes Flugzeug, auch noch so ein kleines Ding, 42 Kilometer weg, 1,5 Kilometer hoch, ganz flacher Winkel von unter 2 Grad. Dann haben wir hier einen Flieger auf 25 Kilometer.
Entfernung und 11 Kilometer Reisehöhe. Und der hat jetzt eine Steigung hier von 22,8 Grad. Das heißt, der ist immer noch relativ flach und normal nicht zu sehen hinter den Häusern. Hier noch einer, der reinkommt. Den habe ich hier nochmal. Da ist er nochmal ein bisschen näher. Eben war gar nicht im View drin. Der könnte theoretisch im View sein. Und der ist 10 Kilometer knapp entfernt, aber nur 500 Meter hoch. Der landet nämlich gerade in Kassel-Calden und der ist auch ganz flach bei 2,9 Grad nur. Und ehrlich gesagt habe ich noch nie jemals einen Flieger landen sehen. Von meiner Position aus kann man das überhaupt nicht erkennen. So, hier habe ich die Sonnenstand mal aufgetragen. Das ist jetzt genau die Uhrzeit und so weiter. Und habe dann hier nochmal die Flugrichtung vom Objekt drüber gezeichnet, damit man ein bisschen vorstellen kann. Sonne kam also hier, das Objekt flog nach hier. Komischerweise ist die grüne Linie fast hier auf Sonnenaufgang, kurioserweise. So, die Wetterdaten habe ich mir hier geholt vom MeteoBlue. Und hier ist die Uhrzeit, ungefähr natürlich, so genau wie es geht. Gut, das interessiert jetzt nicht, aber hier unten die Winddaten sind auf jeden Fall nicht uninteressant. Wir haben hier so leicht südwestlicher Wind, ganz leicht. Und eine Windgeschwindigkeit zwischen 10 und 25 Kilometer in der Stunde. So, hier habe ich es nochmal aufgetragen. Und diese blaue Linie ist jetzt quasi diese Windlinie, die hier ist. Ne? Wobei, wenn ich natürlich, das Seil ist natürlich super ungenau und so weiter, aber das ist die Windrichtung, die am Morgen war und die am 28. Irgendwo, keine Ahnung, dazwischen. Das ist auf jeden Fall diese Windrichtung jetzt. Ne? Die geht ja eh noch weiter rüber. So, hier, das ist jetzt die blaue Windrichtung, die theoretisch jetzt vom MeteoBlue kommt. Das sind hier diese Flugrichtungen, die ich eben angelegt habe, die Weise, also die Kompassgeschichte, und das war aus der Satelliten-App die. Und hier habe ich eine Animation vom Wetter. Ungefähr um diese Uhrzeit, also nicht ungefähr, sondern um diese Uhrzeit. Also Wolken fliegen schon grob in die Richtung, kann man schon sagen. Dann habe ich hier nochmal einen anderen Dienst und lasse ich auch mal durchlaufen. Also hier haben wir 3 verschiedene Höhen. Das ist jetzt bei 0 Meter, haben wir 22 Kilometer Wind, bei 100 Meter ungefähr 21 und bei 1700 Meter 35 km/h. Wenn wir nochmal gucken hier. Wenn wir hier die Windrichtung uns angucken, das wäre jetzt bei 0 Meter ungefähr, die würde auf jeden Fall der blauen Linie entsprechen. Wobei die anderen Linien jetzt auch nicht so kontra zum Wind gehen. Ne? Also außer es wäre jetzt noch flacher, dann wäre es auf jeden Fall kontra zum Wind. Ne? Kommt natürlich auf die Höhe an, aber wir haben ja hier noch die andere Höhe. Die ist im Endeffekt gleich, ne? Bei 100 Meter. Wobei das natürlich total örtlich unterschiedlich sein kann. Also ich meine, das ist ja, steht ein Baum, keine Ahnung, oder sonst irgendwas, so hohes Gebäude oder hier im Berg. Also hier liegt es ja sowieso ein bisschen im Tal, keine Ahnung. Aber im Endeffekt sind das die Daten. So, und hier habe ich nochmal die Bewegung. Ich habe mir hier die verschiedenen Punkte aufgemalt, wo es überall zu sehen war. Also unter dem roten Punkt ist es drunter. Habe ich natürlich nur gemacht, damit man es noch besser erkennen kann. Und wenn ich jetzt 2 Punkte, das sind jetzt hier 3 Punkte aufgetragen, Punkt A, B und Punkt C fehlt hier, ne? Und der ist bei 0. Und dieser nächste Punkt bei 21,17 Sekunden, also 21 Sekunden und 17 Frames, also 21,5, kann man sagen, 0,5. Und wenn man das mal vergleicht, diesen Abstand, um die Fluggeschwindigkeit zu ermitteln zwischen diesen 2 Punkten, und ich sage, dieser Abstand ist vom Vorderkantepunkt bis Vorderkantepunkt 32,5 und der Punkt hat 0,4 von irgendeiner Einheit, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es schon mal 81-fache von seiner Körperlänge bewegt hat.
Das heißt, das 81-fache von seiner Körperlänge. Wenn das Ding 30 cm ist, dann ist das 81 mal 30 cm. Dann haben wir hier 2430 cm. Und das Ganze wurde in 21,5 Sekunden, weil es ja Frames waren, 0,5 Sekunden. Das wäre 1,13 Meter in der Sekunde. Und 60 Sekunden mal 60 Minuten sind gleich 3600 Sekunden in der Stunde. 3600 Sekunden in der Stunde mal 113 cm sind gleich 6780 cm und das entspricht also einer Geschwindigkeit von ca. 7 Kilometer. Wenn das Ding 30 cm groß war, wenn es 3 Meter groß war, würde es 67 geflogen sein und wenn es nur 3 cm war, dann nur 0,7. Das ist natürlich alles abhängig von der Entfernung und so weiter. So, und als ich beim Tracking war, habe ich irgendwie festgestellt, dass mein Tracking als hin und her springt und denke, wie kann das sein und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, da sind ja 2 Objekte drauf. Ich spiele das mal ab hier. Das ist also das Hauptobjekt, was die ganze Zeit verfolgt wurde. Und plötzlich kommt oben noch was rein. Und da ist sogar noch was. Ich halte es mal an, damit wir es uns noch mal ein bisschen anschauen können. Ich spule nochmal zurück. Gehen wir hier rein. Hier ist jetzt das. Sehen wir jetzt, wie es ist. Oh, jetzt blinkt es nämlich gerade auf hier in dem Moment. Ein bisschen zurück. Und hier oben. Zurück. Gucken wir uns an, wie es rauskommt. Kommt es raus. Ist erst weg. Also ist dann auch wirklich nicht mehr zu finden. Ich habe mir also wirklich allergrößte Mühe gegeben, aber am Ende ist dann nur noch Rauschen. Ja, könnte man sagen, das ist eine Mücke, aber normalerweise sind Mücken immer dunkel. Gut, kann natürlich trotzdem eine Mücke sein, aber es ist schon ein bisschen kurios. Und das habe ich gemerkt, weil das Tracking, habe ich eben gesagt, immer hier ein bisschen gesprungen hat. Und zwar, das war genau diese Stelle hier. Das Objekt fährt jetzt hier so fast so ein bisschen außerhalb der Sichtweite. Ich habe das Video nochmal. Und in diesem Moment schalte das Video um und man sieht es hier. Hier ist auch ein Y-Versprung drin. Und da springt die Kamera jetzt, oder beziehungsweise das Tracking auf das obere Objekt. Lassen wir es nochmal laufen. Ist jetzt hier im Slow-Mo, ne? Läuft langsamer. Ist ja auch wieder wirklich super schwer zu erkennen. Ging auch wirklich super schnell, aber jetzt läuft das eine wieder zurück. Und das scheint das zu sein, was ursprünglich da war, von dem das dann ausging. Hier ist es zu sehen. So, jetzt hat mich mal eins interessiert, weil ich natürlich die Kamera gedreht habe in dem Moment. Also als das untere Objekt, das ist ja immer so, man hat es nicht gesehen und dann hat man geguckt, was ist da los, wo ist das denn und wieder hin die Kamera und so weiter. Deswegen habe ich hier genau in dem Moment, wo das Objekt von oben rechts rausfährt, einen Kameraschwenk gemacht. Und jetzt war ich mir hier gar nicht sicher, bewegt sich das jetzt und in welche Richtung? Bewegt sich es wirklich nach links, also in die entgegengesetzte Richtung, wo das eine herkam? Und wenn überhaupt Wind wäre, käme der ja sowieso nur in der Richtung, wo das erste Objekt herkam, aber nicht in die andere Richtung. Und deswegen habe ich mal versucht, diese ganzen Einzelframes, also es waren, keine Ahnung, 50 Frames oder, die alle das Dach drauf hatten. Also auf jeden Fall ein Stück von dem Dach, weil dann konnte ich sozusagen diese Dachkanten immer wieder übereinander setzen. Und da habe ich halt versucht für jedes Frame, so sieht man auch, wie es sich hier verschiebt, ne? Das Kamerabild. Ne? Und wenn wir jetzt hier unten ist das ganz kleine Teil. Das ist das, wie es gerade hinterm Dach verschwinden will. Ich mache mal weiter. Und jetzt
Mal zurück. Hier. Ist es. Und hier ist das andere. Sieht ihm ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Ich gucke mal ein bisschen zurück und dann kommt es raus. Und hier. Mal zurück. Das ist auch ganz interessant. Und man sieht, hier in dem Moment ist auch dieses Orbiting, also sozusagen, also dieser Versatz. Und ich denke mal, das kommt auf jeden Fall von der Aufnahme. Wenn man jetzt Mücken hat oder irgendwas, was sich sehr schnell bewegt, dann kriegt man halt hier so eine Doppelung vom Shutter, von der Kamerashutter sozusagen. Das würde halt in Bewegungsrichtung auf jeden Fall gut hinhauen. Ich frage mich nur hier, was das dann für Ausreißer sind, irgendwelche Kameraartefakte. Jetzt läuft es weiter nach links. Ist dann nicht sichtbar. Jetzt habe ich mal hier alle Bilder, alle 50 Frames übereinander gesetzt. Habe ich ja gerade gesagt, die habe ich übereinander gesetzt. Und wenn man die halt übereinander legt, dann sieht man, dass es so ungefähr passt. Ne? Also hier natürlich passt es nicht genau mit dieser Dachrinne und so weiter. Hier ungefähr sieht es so aus. Es gibt schon so ganz leichte Hin- und Her Versprünge, aber es ist halt extrem schwierig. Die Kamera hat sich bewegt und so weiter. Kann auch perspektivisch ein bisschen verzerrt sein und so weiter. Das ist schwierig auszurichten. Also ich hatte auch verschiedene Stitching-Programme probiert, ehrlich gesagt, und Photoshop und so weiter. Haben die alle nicht hingekriegt. Da sind zu wenig Informationen drauf. Also wäre schön, wenn die Wolken ausrichten könnten, aber haben sie nicht hingekriegt. Deswegen habe ich alles mit der Hand gemacht und zwar in akkurater Kleinarbeit, jedenfalls so gut wie ich konnte, damit ich mal sehen kann, wie hat sich das bewegt. Und hier oben sieht man es. Das ist das untere und das ist das obere, was dann rausflog. Und man sieht ja eindeutig, wie es hier rüber geht. Liegt ja eindeutig hier. Also selbst wenn wir hier ein bisschen Versatz und so weiter, selbst wenn der Versatz hier hinten noch ein bisschen größer wäre, also diese Richtung ist auf jeden Fall vorhanden gewesen. Das kommt von hier, das fliegt hier zurück. Diese Wellenbewegung ist ja auch sehr interessant. Jetzt ist das natürlich ein Teil nur von der Bahn. Die Bahn geht ja eigentlich weiter. Ich hatte eben das Video gezeigt, das geht nur hier rum und dann kommt irgendwie ein anderes und fliegt dann hier nochmal zurück. So, und das ist jetzt das Stück, was ich gerade gemacht habe hier. Also dass diese 50 Frames und so weiter, habe ich jetzt hier mal zusammengerechnet. Wie schnell war das denn ungefähr? Das ist natürlich jetzt nur eine grobe Abschätzung. Wenn das Ding 5 ist und der Abstand hier 50 ist, dann kommen wir hier auf ein Verhältnis von 1:10. Und beim 30 cm Objekt würde das eine Geschwindigkeit von 324 Kilometer in der Stunde sein. Das wäre schon ziemlich schnell, weil das ist immer genau ein Frame und so weiter. Ne? Natürlich wissen wir nicht genau, hin und her, kann ja alles Mögliche sein und so weiter. Ich wollte es ja nur mal gemacht haben. Ist auf jeden Fall ziemlich schnell unterwegs. Und das kommt auf jeden Fall auch nicht von der Kamerabewegung, das habe ich ja hier alles ausgeglichen. Und es ist ja so, dass ich natürlich hier aufgehört habe zu filmen, aber nicht wirklich. Ich habe mir nämlich gedacht, das muss ja auf der anderen Seite sein und bin dann natürlich sofort nach vorne gelaufen. Da habe ich das mal ein bisschen durchgespult. Kamera habe ich jetzt horizontal gehalten. Und natürlich sofort den Himmel gefilmt. Genau da, wo ich es jetzt vermuten würde. So, hier ist nochmal von oben die ganze Situation. Eben war ich hier hinten, filme nach hier. Das Objekt verschwindet hier hinterm Dach. Kommt scheinbar irgendwo von hier so. Wie weit das jetzt weg war, keine Ahnung. Gefühlt war es irgendwo hier. Auf jeden Fall fliegt es hier. Ich stehe jetzt hier und hier ist nämlich genau auch diese Straßenlaterne, Beleuchtung, Straßenbeleuchtung, steht ja hier. Und mein Blick richtet sich quasi hier hin. Ne? So, und dann suche ich natürlich hier alles ab, weiter. Ganzen Himmel. Ich mache das mal hier ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt wirklich alles also auch jetzt hier abgefilmt. Und da war auch überhaupt nichts zu sehen, gar nichts, ne? Ich meine, auf der anderen Seite war ja alles ganz deutlich. Und wenn das jetzt ein Stückchen weiter geflogen wäre und die Aufnahme ist quasi
na, ich will sagen 45 Sekunden später entstanden. Also 45 Sekunden irgendwo hätte es ja sein müssen. Ich habe also wirklich alles abgefilmt, außer, ich muss noch mal ein bisschen vorspulen hier. Ich habe wirklich alles abgefilmt, außer direkt über meinem Haus. Ja, hier ist ja auch überall Himmel drauf und so weiter, ne? Überall Himmel drauf. Dann drehe ich die Kamera rum, filme alles ab. Nur direkt über meinem Haus habe ich nicht gefilmt, weil da kam die Sonne direkt durch. Und es war richtig hell. Natürlich hätte es jetzt in dem Moment hier oben drüber sein können, keine Ahnung. Also auf jeden Fall konnte ich da nicht hinfilmen. Aber egal was, ich habe hier wirklich alles untersucht mit den tollsten Filtern und tausendmal angeguckt und so weiter. Und wenn man das natürlich dann ewig betrachtet, irgendwann findet man natürlich irgendwelche Auffälligkeiten. Ne? Man muss nur lang genug Zeit haben, dann kommt schon irgendwas raus. Und ja, so war es hier auch. Und dann gucke ich hier. Ich lasse es mal kurz laufen hier. Und zwar, ich spule es nochmal zurück. Hier müssen wir mal hier oben hin. Ich habe das jetzt hier korrigiert und so weiter. Ne? Es war natürlich noch schief und hat dabei noch gewackelt. Und damit man überhaupt sieht, wie es sich verhält. Weil wenn die Kamera noch wackelt und das Objekt sich bewegt und so weiter, kann man ja überhaupt nicht mehr feststellen, was da überhaupt los ist. Und wenn man es hier beobachtet, hier fliegt es da hin und wieder her und springt ganz kurios rum. Und hier unten, hier habe ich es nochmal hingemalt, sondern beziehungsweise vergrößert von hier, dass man es nochmal genau beobachten kann, weil genau in einem Moment hier, das sieht so richtig geil aus, zack, hier kommt von hinten was und fliegt dem dran. Das ist schon erstaunlich. Das Einzige, wo ich dann gedacht habe, komisch ist das schon irgendwie, es verhält sich so komisch, sieht irgendwie aus wie so eine Kamerareflexion, so eine Linsenreflexion, irgendwie so ein Lensflare, ne? Und da habe ich gedacht, wo kommt das denn her? Bis ich dann gemerkt habe, hier ist so ein Wagen, wo genau irgendwie auf der Chromleiste das Licht in die Kamera reflektiert. Und der Wagen steht jetzt natürlich genau auch noch hinter dieser Vergrößerung hier. Und wenn man mal drauf achtet, wie das da rumzappelt, dann sieht man schon, oh, das muss irgendwie ein Flair sein. Hier, einen Moment ist der Wagen frei hier. Aber es war so gering, das hat man überhaupt nicht gesehen irgendwie. Also das ist auf jeden Fall nix. Auch wenn es so schön aussieht hier, muss man schon sagen. Also und hier ist eigentlich die erste Aufnahme vorne an der Lampe gewesen. Die habe ich natürlich auch ein bisschen untersucht, bis ich dann auch irgendwas Auffälliges gefunden habe. Das ist jetzt nochmal das Video. Ich habe das hier mal beruhigt ungefähr. Also es ist extrem schwierig, diesen unberuhigten Kram gerade zu kriegen. Und ich habe hier was ganz Interessantes entdeckt. Und zwar, das ist hier irgendwo drauf. Ich muss es nur finden. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier. Und zwar von hier oben. Und da kommt hier. Aber nicht nur da, sondern hier ist auch noch eins. Und zwar, ich spule das jetzt nochmal zurück und wir verfolgen das nochmal zurück. Das eine ist schon weg und das hier geht hier lang. Zurück, so, ich gehe nochmal nach vorne. Vorne, 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 vorne. Jetzt kommt das andere von oben auch raus. Wir gehen nach vorne. Es macht so komische Eierbahnen und hier verfolgen die, sieht aus wie eine Bahn, ne? Die fliegen also, eins fliegt hier so und das andere fliegt hier so und ist dann hier weg, keine Ahnung. Und ich habe ja diese ganzen Bilder hier versucht einigermaßen zu beruhigen, also was heißt zu beruhigen, sondern hier irgendwie aufs Zentrum irgendwie zu fixieren. Das ist natürlich extrem schwierig, weil hier so furchtbar wenig drauf war. Am Anfang ist natürlich die Lampe da, später war nur noch die Wolke und dann versucht alles irgendwie auf die Wolke zu kriegen. Da können wir mal sehen, wie ist das überhaupt geflogen. Die erste Überlagerung, die ich hier gemacht habe, die sieht dann ungefähr so aus. Wir sehen ja, wie ungenau es ist hier. Also hier zieht sich irgendwie so ein bisschen weg, wie genau das ist. Also das ist, glaube ich, diese Handversion. Oder ist die vom Photoshop? Ich habe also auf jeden Fall eine mit der Hand und eine mit Photoshop gemacht. Und ich glaube, das ist die Photoshop hier mit der Kante. Auf jeden Fall sieht das so aus.
Naja, ich denke mal natürlich hier diese Haken und so weiter, die sind wahrscheinlich hier von den ganzen Verwacklungen. Man müsste das wahrscheinlich noch ein bisschen wegstauchen. Wie viel sich das nach hinten auswirkt, keine Ahnung. Und das ist jetzt noch eine andere. Sieht ja irgendwie ein bisschen schöner aus, obwohl hier die Lampe auch nicht hundertprozentig stimmt, aber dafür die Wolke einigermaßen, wobei das ja bei Wolken ziemlich schwierig ist. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, wenn man sich das mal ein bisschen näher anguckt. Also da gibt es auch keine Flügelschläge. Also hier hat man halt nochmal Orbit-Effekt, ne? Weiß man nicht, kommt wieder von der Kamera oder keine Ahnung. Aber hier. Ja, also ich meine, es könnte natürlich irgendwas im Wind wehen, keine Ahnung. Ja, hier, keine Ahnung, das kann verwackelt sein. Sieht aber irgendwie so aus, wenn da noch irgendwas anderes war. Und die verfolgen diese Bahn hier. Wenn ich das jetzt mal vorne und hinten vergleiche, also hinten, das war ja die Überlagerung, die ich da gemacht habe, wo ich rumgegangen bin, und die sieht so aus. Na, das ist das hier. Auch hier mit diesem Orbit von der schnellen Bewegung. Und vorne sieht es dann so aus. Egal, wo man hier reinzoomt, sieht immer gleich aus. Hier habe ich es mal ein bisschen vergrößert. Das ist das obere Objekt, das ist also hinterm Haus. Das untere, wenn das obere zeitgleich reinkommt, so. Das obere ist ja nach links geflogen, das untere ist nach rechts geflogen. Und so sieht hier was von der Lampe von vorne aus. Naja, okay. Hier habe ich nochmal den gesamten Flug nachgezeichnet, dass wir nochmal eine Übersicht haben. Ein scheinbares Objekt kam von hier hinten, flog jetzt hier irgendwo übers Haus drüber. An dieser Stelle habe ich hinten zwei gefilmt, das waren hier die beiden. Hier ist ja die Bahn nochmal nachgezeichnet. An dieser Stelle. Dann waren hier vorne diese geschwungene Linie, die über der Lampe waren. Hier ist die Lampe, die Blickrichtung ist gleich nach links. So, dann machen wir hier nochmal einen kompletten Speed-Vergleich. Wir haben ja hier das erste, das Hauptobjekt, da hatten wir es ja schon ausgerechnet. Das hatte hier ungefähr 7 Kilometer in der Stunde. Das zweite Objekt, was nach links weggeflogen ist, das erste ist ja nach rechts geflogen. Das zweite, was hier nach links weggeflogen ist, das hat ca. 320 Kilometer. Und vorne an der Straßenbeleuchtung habe ich das hier auch nochmal ausgerechnet. Da haben wir ca. 500 Kilometer in der Stunde. Ausgehend natürlich von einem 30 Zentimeter Objekt, unabhängig erstmal von der Entfernung. Und hier haben wir nochmal einen Vergleich mit einer Fliege. Und die Fliege ist hier. Wir haben hier ein Verhältnis von 6 zu 80, das heißt ein 13-faches Verhältnis. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, die Fliege hätte 6 mm, dann würde sie sich das 13-fache bewegen. Das wären dann 8 cm. 30 mal 8 cm wären 240 cm in der Sekunde. Mal 3600 sind gleich 8,6 Kilometer in der Stunde. Und das kommt auch ungefähr so hin. Denn Wikipedia meint, das wären ungefähr 10. Hier habe ich das Objekt nochmal aufgetragen auf die Karte und ich habe jetzt einfach mal angenommen, das Objekt wäre hier irgendwo entstanden. Das wären 500 Meter und diese 500 Meter wären zurückgelegt in 60,5 Sekunden. Und dann kämen wir hier auf eine Geschwindigkeit von circa 30 Kilometer in der Stunde. Das ist eventuell grob die Windgeschwindigkeit. Man muss natürlich hier aufpassen mit der Geschwindigkeitsberechnung, und die gilt natürlich nur rechtwinklig zum Betrachter. Das heißt, wenn hier der Betrachter ist und das Objekt jetzt rechtwinklig fliegt, dann kann man davon ausgehen, dass das auch die Geschwindigkeit hat. Fliegt es in 45 Grad Winkel auf einen zu, dann haben wir immer einen Teil, der geht nach rechts und einen Teil, der geht nach oben oder nach vorne. Und dementsprechend ist die Geschwindigkeit dann wesentlich höher, als sie aussieht. Und wenn wir das jetzt hier mal vergleichen, wir haben ja hier diese 30 km/h circa, wir haben diese 7 km/h circa, die wir vorher ausgerechnet hatten. Und wenn wir das mal teilen, kommen wir auf 4,4-fache, also ungefähr 440%. Das ist hier irgendwo bei der grünen Linie. Die Winddaten
nochmal kumuliert. Da sind also die verschiedenen Richtungen, die wir hier abgenommen haben. Die habe ich hier nochmal auf die Karte aufgetragen. Dann haben wir hier unsere weiße Linie von der Kompassanalyse, von der SAT-Analyse und die gedachte gestrichelte Linie. Und hier ist der Wind bei 25, 25. Das würde ja eigentlich ungefähr zu diesen 30 ungefähr passen, ungefähr. So, und dann wollte ich natürlich wissen, wie ist das mit dem Ballon und habe mir Ballongas gekauft und einen Ballon, Folienballon, Chrom. Habe das Ganze aufgenommen, 4K und diesmal aber in 60 Frames. Ich hatte eine andere Kamera-App benutzt, deswegen ist es 60 Frames und eigentlich sollte der Ballon hier hinten aufsteigen, hinterm Haus. Nur dummerweise hat er das nicht gemacht. Wir haben den da steigen lassen, aber der ist gleich nach hinten weg. Also da ist er nicht drauf. Das ist der zweite Test. Diesmal haben wir ihn hier hinten aufsteigen lassen. Und wie erwartet geht er natürlich gleich hoch und nach hinten. Da er gleich in dem Haus ist, bin ich natürlich wieder rum nach vorne und habe geguckt, was er da macht. So, und hier ist er drauf. Und der erste Ballon, den ich vorher gestartet habe, der taucht später auch nochmal auf, ganz im Hintergrund. Ich nehme auf jeden Fall an, dass es der ist. Das können wir mal hier sehen. Ich schalte mal kurz ein. Ich das mal hier an, wie das hier aussieht. Also jetzt wäre noch relativ nah, was man hier ganz gut sieht, dass er also immer irgendwo dunkel ist. Jedenfalls in diesem nahen Zustand. Die Sonne stand hier auch wirklich sehr gut. Das heißt direkt im Hintergrund. Strahlt also direkt auf den Ballon drauf. Hier haben wir mal einen Vergleich mit den Aufnahmen von vorne. Oben unten Lampe. Und hier das Objekt, also beziehungsweise der Ballon. Hier hinten ist der zweite, der ab und zu mal aufblinkt hier. Das muss er wahrscheinlich sein. Was man hier bei dem ganz gut sieht, ist, dass er halt auch nicht einfarbig weiß ist, sondern immer ein bisschen in der Farbe changiert. Vielleicht sieht man nochmal, wie er ein bisschen rot wird. Hier. Das kommt hier von der Interferenz von den Sonnenstrahlen. Da ja nicht alle Strahlen gleichzeitig reflektieren, gibt es da eine Interferenz, die dazu führt, dass das farblich so ein bisschen aufleuchtet. Jetzt ist natürlich von der Dunkelheit, hier sieht man es nochmal, unten immer ein bisschen dunkler als oben. Sehen wir, jetzt ist er total rot, ne? Oder relativ. Hier ist der andere. Ja, hier lag die Kamera auch relativ fest auf, also ist nicht direkt aus der Hand gefilmt, lag auf einer Mauer. Und jetzt verschwindet er hier nach unten weg. Und zum Schluss nochmal ein Bild, bei dem ich die Winddaten vom Ballontest auch nochmal gemacht habe. Und da haben wir halt hier so eine Nordströmung. Das ist im Endeffekt auch genau das,
was wir hier gesehen haben, der geht nach hinten einfach weg mit 6 km/h, also relativ langsam. Ja, und ich würde sagen, das war's. Genug der Recherche. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es nicht ganz so langweilig war. Und damit das jetzt nicht ganz so blöd aufhört, habe ich hier nochmal das Polarlicht vom 10.05. und zufälligerweise genau da, wo das Objekt lang flog, angefertigt und hier eingebaut. Alles klar und ciao.